Yo ho, Piraten haben's gut und deswegen haben wir hier die wunderbaren Pirates of Barracuda Bay. Falls ihr euch fragt, nein, Christoph trägt keinen Mund-Nasenschutz, er wurde geknebelt. Warum? Wahrscheinlich, weil er immer sehr viel spricht. Daher nutze ich die Chance und stelle euch heute selbst das gute Set hier vor. Ein Lego Ideas Set mit der Nummer 21322. Ich weiß, Lego-Fans lieben Nummern. Das Set besteht aus 2600 Teilen. 2545, um genau zu sein. Du kannst mich gerne mal losbinden hier. Und ich sage euch, diese spanischen Freibeuter sind das Letzte. Ich war gerade dabei, für euch dieses Set hier zu stehlen, welches übrigens ein großartiges Set ist. Vielen Dank, Jack. Und ja, okay, normalerweise kostet das Set 199 Dublonen. Ich habe es für euch gestohlen und wollte es natürlich mit Jack heute mal präsentieren, da es so ein fantastisches Set ist. Und da haben sie mich erwischt und ich bin im letzten Augenblick ihnen noch entwischt. Ganz fantastisch, also wirklich. Es ist ein Lego Ideas Set von einem Spanier. Ja, aber nicht, dass es von einem Spanier ist. Was wahrscheinlich der Grund dafür ist, dass die Spanier jetzt auf mich so schlecht zu sprechen waren. Diese alten Landratten kennen sich ja mal gar nicht aus. Und ein Lego Ideas Set, welches auch im Original sehr schön ausgeschaut hat. Assistent Jack, du könntest mal die originale Fassung der Barracuda Bay herzeigen, bevor wir hier ein bisschen ins Detail gehen und uns dieses fantastische Set mit euch ein bisschen genauer ansehen. Ups. Das Set hat je nach Zählung zwischen 8 und 11 Minifiguren, eigentlich vielleicht sogar 12, wenn man so genau ist. Und wir werden jetzt wir werden jetzt dann sehen, ob ihr alten Banausen alle Minifiguren auch erkennt, dass ihr sie zählen könnt, davon gehen wir aus. Aber ihr sollt sie auch namentlich erkennen, wenn wir hier bei diesem tollen Schiffswrack ein bisschen die Kamera schwenken werden und euch zeigen, was die alten Piraten so drauf gehabt haben. Da bin ich schon gespannt. So, meine Landratten, willkommen in den Untiefen vor der Barracuda Bay. Wie ihr seht, wir sind hier nicht sicher, denn es sind einige gefährliche Tiere hier unterwegs und nur manche trauen sich auf diese unsicheren Gewässer hier zu fahren. Auch die erste Minifigur, die wir hier sehen, mit Bart, ein echter Pirat und 2 Waffen. Dann kommen wir hier auf die Insel. Dieser rechte Teil ist der erste, den man baut, wenn man mit der Barracuda anfängt. Und ihr seht eine Armada an Piraten hier. Und aus dieser Perspektive sieht man auch, wie riesig dieses Schiff ist. So. Wir schmuggeln uns an den Krabben vorbei zu einer Steinfigur, die auf ein älteres Lego-Set verweist. Richtig, Christoph? Das ist ganz genau so. Ein Islander-Set aus dem Jahre 1794. Ei. Ganz was Spezielles. Hier sind aber nur mehr die Überreste zu sehen, aber dennoch ein netter Verweis an die guten alten Zeiten bei Lego. Definitiv. Dann kommen wir auch schon zur nächsten Minifigur, einer meiner Favoritinnen. Oder genauer gesagt, meine Favoritin. Wie ihr seht, eine Piratin mit einem Pferdeschwanz, der eben in den Hut integriert ist. Sieht mega cool aus.
Sie sollte aber den Umgang mit den Pistolen noch ein bisschen lernen, finde ich. Ja, ob das nicht schief geht oder ob sie da nicht vielleicht ihren Piratenfreund da drüben trifft. Man weiß es nicht, aber vielleicht haben sie ja auch gestritten. Dann kommen wir hier weiter zu Joe's Inn oder Josés Inn, je nachdem, wo der gute Herr Oder ist. Josefs Inn, je nachdem, wo man her ist. Genau. Und bevor wir jedoch da hinein schauen, noch ein kurzer Blick auf die Oberseite von Josefs Inn. Und da sehen wir schon, einer hat das Menü leider nicht überlebt. Da hinten drinnen. Wahrscheinlich ein Holländer, Ja, der gefangen genommen wurde, weil er einen Überfall auf die Barracuda Bay geplant hat. Und zwar wollte er die tollen Palmen ihrer Kokosnüsse entledigen. was natürlich ein No-Go ist. Also das geht schon mal gar nicht, Ja. aber Captain Rotbart, ihr werdet ihn nachher dann noch persönlich kennenlernen, hat gleich kurzen Prozess gemacht und hat ihn hier verwiesen in den Knast, in den Schiffsknast, wo seine Tage gezählt waren, sagen wir mal so. Ja, das sieht leider so aus. Da ist wohl nichts mehr zu retten. Ein kleines Augenmerk auch auf diesen tollen Papagei, den blau-gelben. Das ist das klassische Papageienmotiv, welches es schon lange gibt. Und ich bin mir nicht sicher, ob wir den in dieser Farbe auch schon mal gehabt haben. Bin ich mir auch nicht sicher. Auf jeden Fall sieht er sehr exotisch aus. Das Hier an stimmt. Deck ist natürlich alles vorbereitet für den Angriff. Also wir haben hier auch die guten alten Kanonen, welche sogar auch schießen können. Ups. Genau, und die Munition dafür ist natürlich auch nicht weit. Und ein Blick unter Deck offenbart hier ganz was Fantastisches. Und zwar haben wir hier die Schiffskombüse mitsamt den Büros der Matrosen. Also hier leben also unsere alten Seebären, wenn gerade kein Angriff auf die Barracuda Bay stattfindet. Und sie trinken wohl auch Cappuccino, wie diese Tasse hier Ja, verrät. der Pirat von heute trinkt nicht nur Whisky und Rum, er darf sich doch wohl auch mal ein italienischeres Getränk gönnen. Der Josef. Naja, meinetwegen. Gut, gibt es da hinten auch noch was zu sehen oder war's das? Da hier? müssen wir die Kamera aber von der anderen Seite schwenken und Ach, dann da wird's schwenken wir ziemlich mal. dunkel, das kann ich euch schon sagen. Und zwar sind das die Gemächer unserer Matrosen. Inklusive Kübel, falls man die hohe See doch nicht so gut Ja, verträgt. wenn mal ein Sturm aufzieht und man ein bisschen sich etwas entledigen muss, dann ist hier der richtige Platz dafür und wie gesagt mehrere Betten. Mir gefallen auch diese neuen Kerzen sehr gut, diese Ständer. Ich weiß gar nicht, ob ihr die überhaupt sehen könnt, weil es hier Ja, unten so dunkel natürlich ist. sieht man Und das. jemand schreibt hier offenbar auch einen Brief da hinten und hier ist noch eine Kapitänsmütze, eine zweite, falls der echte Kapitän oder besser gesagt vielleicht auch der erste Admiral von Bord geht. Sehr Das kann gut. alles passieren, liebe Freunde, das ist ganz klar. Seht euch nochmal die Höhe des Masts an, also das ist wirklich unbeschreiblich. startet hier- Ich glaube, der wäre in Natura so ungefähr 50 Meter hoch. Ja, mindestens. Dann machen wir hier wieder zu So, und schauen uns den nächsten Teil schwenken unseres tollen Schiffs an. nach vorne, über die Krabben. Es sind überhaupt sehr viele Tiere hier auf dieser Insel versammelt. Wobei leider kein Affe dabei ist, was ich nicht verstehen kann. Hier ist sogar Brot und Bananen. Aha. Hier gibt es noch mehrere Kanonen. Ein ganz toller Pirat, der den Schatz von Davy Jones auf seiner Karte eingezeichnet hat. Naja, das hoffen wir doch, dass da wirklich was drauf ist. Nicht, dass er da einfach irgendwas Und gezeigt ich frage mich, mit welchem Schiff er dorthin fahren will, denn außer dieses alte Ruderboot gibt es ja gar kein Schiff mehr. Na, da bin ich auch gespannt hier. Und
das ist ja mal ein Anblick, ein sonderlich schöner Anblick. Ein gut trainierter Mann mit Tattoos am Oberkörper und, wenn ich mich nicht täusche, auch am Rücken. Das kann leicht sein, den werden wir uns kurz mal schnappen und ihn genau ansehen. Der junge Mann trägt noch dazu den passenden Namen Tatooga. Auf seinem Rücken hat er die Black Seas Barracuda tätowiert. Wunderbar. Und vorne rum diverse Embleme von den Schiffen, wo er mal gearbeitet hat. Und bitte auch noch ein kleines Augenmerk hier auf die Tür, die hier in den Bereich des Captains hineinführt, welche aus dem alten, heutzutage nicht mehr brauchbaren Ruder des Schiffs gemacht ist. Also ganz was Tolles. Sowas haben wir wirklich noch nicht gesehen bei Lego. Das stimmt allerdings. Dann schwenken wir hier wieder rüber, um uns natürlich diesen Teil auch noch genauer anzusehen. Wir haben schon wieder eine Kanone. Die braucht man ja einfach. Ich meine, was wäre ein Pirat ohne seine Kanone? Das Schießpulver haben sie erfunden. Dann muss ja auch doch ein bisschen was zum Herumballern sein. Das ist übrigens der legendäre Captain Rotbart mit seinem Holzbein und seiner Hakenhand. Also ganz was Tolles hier. Der hat schon einige Schlachten hinter sich gebracht. Und ein Blick in sein Revier, hier sein Quarters, offenbart nicht besonders viel, aber man kann hier das Dach herunternehmen und dann sehen wir, wie der gute Junge so haust. Aha, der Schatz ist hier und wieder eine Cappuccino-Tasse, zum Glück. Er hat auf jeden Fall einen sehr schönen Sessel und mir gefällt auch sein Kerzenständer besonders gut. Denn elektrisches Licht ist ja noch nicht erfunden worden vor 200 Jahren, wie das Schiff unterwegs war. Und was mir auch sehr gut gefällt, diese Büste. Das ist die Büste von sehr schön. Admiral John I., der eigentlich mal für die Engländer fuhr, der aber dann gemeutert hat und ja, seine Crew verraten hat und einer der besten Piraten der Welt geworden ist. Und hier unten, ich glaube, hier unten wird auch nochmal gekocht. Und zwar ist das die Haubenküche für unseren Rotbart, der natürlich etwas Besseres bekommt als den Fraß, den die Piraten vorgesetzt bekommen. Nämlich Fisch, einen Keks und Cappuccino. So lebt sich's gut als Pirat. Also ich würde es nicht anders wollen. Das wird der Schiffskoch schon wissen, was er ihm serviert, dem guten alten Rotbart. Ich glaube, da hat's noch wen erwischt. Ich will es jetzt nicht so sagen, aber ich glaube, da hat's noch wen erwischt. Ja, der dort hinten hat auch seine besten Tage schon hinter sich, würde ich sagen. Das sieht nicht mehr ganz so gut aus. Das müssen wir uns doch genauer ansehen. Aber da kann man jetzt leider gar nichts machen. Ein kleiner Schwenk hier. Und schlecht sieht's da hinten aus. Er hat zwar noch seinen Hut auf, aber das Bein hat er schon verloren. Das sieht nicht gut aus, meine Freunde, das sieht nicht gut aus. Da sieht ja das Schwein noch besser aus, hier vorne. Und hier vorne ein Schiffsjunge, den das Ganze nichts kümmert und der nur mit seinem Fernglas in die Ferne schaut, ganz unbekümmert. Wahrscheinlich träumt auch er vom großen Schatz des legendären Davy Jones. Wird er ihn jemals fangen und ausgraben? Wir wissen es nicht. Wir wissen es wirklich nicht. Ein letztes Detail, auf das ich noch gerne zielen möchte mit meiner Kamera, ist folgendes: nicht der weitere Papagei, der hier oben sitzt, nein, hier. Es ist der Bug des Schiffes, der auch ganz fantastisch geworden ist, mit einer Galionsfigur, Wunderbar. die engelsgleich ist. Wunderbar. So, wir sind wieder zurück von unserer Tour und ich musste mit Schrecken feststellen, Christoph hat nicht die ganze Barracuda Bay zusammengebaut. Ein kleiner Landgang schadet nicht, liebe Piraten.
Und zwar wollen wir euch nun zeigen, was es damit auf sich hat, dass dieses Schiff wohl mal auf den Weiten des Ozeans, der 7 Weltmeere unterwegs war. Und ich habe es nicht glauben können, als wir dieses Set aufgebaut haben, aber das Set, obwohl es zur Ideas-Serie gehört, ist ein 2-in-1-Set, so wie wir es normalerweise nur von Creator kennen. Glaubt ihr mir das oder glaubt ihr mir das nicht? Ich zeige euch mal kurz die Schachtel, dann werdet ihr sehen, wovon ich spreche. Moment. Ich glaube eher, er hat da was verpeilt und hat nicht alles zusammengebaut. Seht mal, erstens mal diese fantastische Schachtel im Look der 80er und 90er Jahre. Also das ist schon mal ein Augenschmaus, wie es ihn fast gar nicht mehr gibt auf dieser Welt in dieser Form. Und hier auf der Rückseite seht ihr hier nicht nur eine Hommage an das alte Set 6285, sondern eine Referenz, wie sie wahrer nicht sein kann. Also nicht mal ein Klabautermann glaubt an diese Geschichte, aber wir werden euch eines Besseren belehren. Und zwar, wir drehen jetzt die Zeit zurück, ein paar Jährchen, als diese Ranken und Blumen noch nicht hier das Schiffswrack hinaufgewachsen sind, sondern als die Barracuda noch in See gestochen ist und als sie noch gefahren ist. Und das werden wir jetzt live vor der Kamera machen. Mit meinen Händen werde ich das tun, ob ihr glaubt oder nicht. Das ist jetzt die Premiere. Uri Geller und Co. sind da nichts dagegen. Wir werden dieses Schiff jetzt wieder in seinen Ursprungszustand zurückbauen. Und Christoph, Jack darf das kommentieren, während ich das mache. Christoph, ich glaube, du glaubst, wir sind hier woanders. Wir sind hier nicht bei Harry Potter. Ja, wo du mit dem Zeitglas da die Zeit zurück und vor und sonst irgendwas drehen kannst. Ich meine, ein bisschen realistisch muss man schon sein, wenn etwas kaputt ist. Teil 1 des Schiffes ist bereits abgebaut. Ein kleines Augenmerk auch noch auf diesen coolen Anker, den man so hinunterlassen kann, wenn man anlegt und auch wieder hinaufkurbeln. Jetzt kommen wir zum Mittelteil des Schiffs. Da fehlt noch ein Teil. Oh, hier fehlt noch ein kleiner Teil. Ja, der gehört aber auch nicht hierhin. Das ist schon in Ordnung so. Okay. Dann kann das Schiff nämlich gar nicht schwimmen, wenn das drauf ist. Und wir haben jetzt bereits den Mittelteil abgebaut. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, in welche Richtung der hinaufgesteckt gehört. Ich glaube so. Na, da bin ich mal gespannt. Sonst ist dieser Zweimaster ja gar nicht fahrtüchtig, oder? Liebe Landratten da draußen. Wobei, wir dürfen ja nicht reden, denn wir kommen ja, wie ihr vielleicht wisst, aus einem Binnenland, wo es ja gar kein Meer gibt. Das Einzige, wo wir in See stechen können, ist unsere Badewanne oder der nächstgelegene Badesee. Aber wir lassen uns davon nicht unterkriegen. Jetzt habe ich so lange an meinem Image gearbeitet. Binnen kürzester Zeit wird das zerstört. Ein paar kleine Handgriffe und auch der Hinterteil des Schiffes ist abgebaut. Und ich sehe, hier fehlen jetzt gerade ein paar kleine Teile, aber das werden wir jetzt so stützen. Und ich weiß nicht, ob ihr das jetzt sehen könnt, aber wir haben jetzt hier nur mehr die nackte Insel vor uns. Nummer 1 und Nummer 2. Und auf der anderen Seite haben wir jetzt eine originale Replik der Black Seas Barracuda, die vielleicht sogar schwimmen kann. Wir wissen es nicht, aber ziemlich sicher ist das so. Und ist das nicht ein tolles Schiff? Wir haben jetzt seit ich weiß nicht wie vielen Jahren endlich wieder mal ein Lego Piratenschiff. So viele Jahre haben sich Fans das gewünscht, dass wir endlich wieder mal ein Piratenschiff haben. Fällt da und dort ein bisschen auseinander, da es ja schon längere Zeit nicht mehr auf hoher See war. Aber ist das nicht ein tolles Schiff? Es sind so viele Teile verbaut, die zwar anders sind als bei der originalen Barracuda, natürlich, weil wir da und dort neue Teile haben, aber das ist mehr oder weniger
nicht zu erkennen, dass das ein neues Schiff ist. Ja. Deswegen, Fahrtüchtig ist sie aber leider noch immer nicht. ja, warum ist sie nicht fahrtüchtig, lieber Jack? Weil hier noch Segel fehlen. Wir haben die Segel noch nicht gehisst. Es liegen noch ein paar Ersatzsegel herum und diese Segel hier gehören noch herunter. Naja. Und zum vollständigen Aufbau des Schiffs braucht es da und dort vielleicht noch ein paar kleine Querverstrebungen. Ihr seht zum Beispiel hier, der hintere Teil ist noch etwas wackeliger hier angebracht. Und da könnte man, damit man das Schiff hier so finalisieren kann, wenn man so will, wenn es dann aus der Werft auslaufen kann und das erste Mal über den Atlantik fahren darf, kann man hier noch ein bisschen da und dort Teile ergänzen, damit das Schiff ein Traum wird, dass sich selbst Davy Jones im Grab umdrehen würde. Also nicht mal sein Schatz ist so wertvoll wie dieses Set hier. Ihr habt's gehört. Aber dadurch, dass wir das für unsere Stadt nicht als Schiff verwenden, brauchen wir es ja gar nicht umbauen. Ah ja, leider, liebe Freunde, ihr werdet noch sehen, wir werden dieses Prachtexemplar eines Schiffs jetzt wieder zurückbauen in dieses Wrack, denn der Plan ist, lieber Jack, ich habe mich überreden lassen, Freunde, leider, es tut mir leid. Es muss manchmal sein, denn wir haben ja auch noch andere Piratenschiffe. Und bevor hier der Riesenkampf Das losbricht wär auf was den gewesen. Weltmeeren, dachte ich mir, nein, wir lassen die Barracuda Bay, wie sie ist. Und genießen einfach die Aussicht auf die Insel in unserer Stadt. Das Set wird Teil unseres Vergnügungsparks. Und zwar ist der ja schon relativ groß, aber wir bauen jetzt noch was dazu, und zwar eine Schatzinsel. Oh mein Und dort wird dieses Set sicherlich eine gute Figur machen, ganz egal in welcher Form. Schaut auf jeden Fall wieder rein, wenn es soweit ist und wenn wir die Barracuda Bay positionieren und lokalisieren und den Schatz ausheben. Und bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder bei einer kleinen Meuterei dabei sind mit euch. Ei, bis zum nächsten Mal.